Wir spielen uns heute gemeinsam mit dem Überdämpfer ein. Also schnapp dir deinen Überdämpfer, deine Trompete und los geht's. Die Noten bekommst du wieder eingeblendet und dann geht's auch schon los. 1, 2, 3. Das waren die ersten Töne und du merkst, wir spielen im Mezzo-Piano-Bereich. Mehr muss es nicht sein, weil wir lassen erstmal die Luft fließen. Weiter geht's. Jetzt lassen wir es laufen. 1, 2, 3. Und Wiederholung kannst du eben so viele machen, wie du eben schaffst auf einem Atemzug. Spielst du lauter, wird es weniger, spielst du leiser, kann natürlich noch die ein oder andere Wiederholung oben drauf kommen. Jawohl, das war die tiefe Lage, überhaupt kein Problem zum Einspielen, zum lockeren Start ins Trompetentraining. Jetzt geht es eben nach oben. 1, 2, 3. Gleich nochmal. 2, 3. Jawohl, und wir gehen nach oben ab C2. 1, 2, 3. Und Wasser aus. Und jetzt machen wir die Verbindung von den beiden. Bei C1 geht's los bis zum C3 und wieder zurück. Wenn du atmen musst, nachatmen. 1, 2, 3. Jawohl, so ist es. Und jetzt gehen wir in die angestoßenen Töne rein. Auch hier bekommst du natürlich die Noten wieder eingeblendet, damit du sehen kannst, was gleich passiert. Los geht's. 1, 2, 3. Jawohl, und so kannst du eben dann nach und nach deine Anstoßübungen ausbauen, chromatisch, anhand von der Tonleiter und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt noch rein in die Doppelzunge. 1, 2, 3. Je nach Überdämpfer ist es unterschiedlich. Manche können bis zum Forte Luft aufnehmen, diese dann auch dementsprechend regulieren in Sachen Lautstärke und manche lassen weniger Luft durch. Da kommt es dann zu dem Punkt, dass ein großer Widerstand entsteht und eventuell dein Hals eng wird. Also passe immer darauf auf, welche Lautstärke du wählst. Probier es individuell mal aus, aber bleibe beim Training, beim Trompetespielen mit Überdämpfer unten drunter, also Mezzo Forte, Mezzo Piano. Das ist auf jeden Fall die Lautstärke, in der wir uns gut bewegen können. Lange Töne, natürlich auch eine super Sache, um sich aufzuwärmen. Und das machen wir gerade eben mal in der tiefen Lage. Also 1, 2, 3. Jawohl, immer durchatmen zwischenzeitlich. Wir gehen einen Halbton tiefer. Fis. 1, 2.
Jawohl. Und was ich auch immer noch gerne mache beim Einspielen ist ein bisschen Zirkularatmung. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal zum G1, atme nicht zu viel Luft ein, weil sonst dauert es ewig, bis ich nachatmen muss. Außer du kannst zum Beispiel auch während der Zirkularatmung ausatmen, dann ist das natürlich kein Problem. Aber jetzt zum Start, wenn wir gemeinsam reingehen, atmen wir nicht zusätzlich vorher ein, sondern wir kommen dann schnell ins Nachatmen. Jawohl. Also auch ein bisschen Zirkularatmung, einfach ein bisschen reinfühlen, was macht die Atmung, wie geht es mit dem Rausdrücken der Luft und so weiter und so fort. Also ich mache es immer ganz gerne, einfach zu wissen, okay, funktioniert, klappt, wie fühlt es sich heute an. Und danach starte ich immer schon in meine Literatur, Etüden, technische Übungen etc. pp. Also der Übergang von Einspielen zu Üben mit Literatur etc. pp. Ist ja immer fließend. Das kann man gar nicht so richtig abtrennen. Du startest, ja, das ist Einspielen und irgendwann bist du schon mittendrin im Üben. Aber solche Übungen kannst du zum Einspielen immer ganz gut machen. Denk dran, wenn du mit Überdämpfer spielst, bleib in der Lautstärke im Mezzo-Piano, Mezzo-Forte-Bereich, damit eben keine Verspannung, keine Verengung im Hals eintritt. Das war es kurz und knapp zu ein paar Übungen zum Einspielen mit eben unseren Überdämpfern. Ansonsten lass gerne noch ein Like und Abo da am Ende dieses Videos. Wir sehen uns nächste Woche. Bis zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.